115 km/h durch Europa. 39. Reisetag. Samstag, 23. Juni 2018. Unterwegs am Eurovelo 6 Radweg. Frankreich. Campingplatz, Le Pasquier. Heute ist Samstag. Gerhard. Dein Gewissen fragt dich, was daran so besonders ist? Sind die Wochentage denn nicht eine Einrichtung, die von Menschenhand geschaffen wurde? Stimmt. Seit dem Oktober 2017, wo ich mich mit 56 Jahren für die Freiheit entschieden habe, ist es für mich tatsächlich bedeutungslos, wie dieser neue Tag genannt wird. Im Moment ist es mir wichtiger, die Spendeneinnahmen für den Therapiehof Regenbogental voranzubringen. Es gibt so viele Kinder, die hilfsbedürftig sind. Deswegen, und auch weil es mir verdammt gut geht, werde ich einen Beitrag leisten und den Therapiehof in Leobersdorf in Niederösterreich mit Hilfe dieser Spendentour fördern. Ich hoffe, dass es mir gelingt, damit ein Lächeln in so manche unglückliche Kinderaugen zu zaubern. Tja, bloß wie motiviere ich Menschen, Geld zu spenden? Gerhard. Was hältst du davon, im Stadtzentrum Menschen anzusprechen und sie an der Tour persönlich teilhaben zu lassen? Zum Beispiel in Form eines Bildes, auf dem die spendende Person mit dir und dem Fahrrad und einem Dankeschön-Kommentar in den sozialen Medien zu sehen ist? Beflügelt durch diese wunderbaren Gedanken schnappe ich das Fahrrad und den Anhänger und fahre in das Zentrum. Während ich locker in die Pedale trete, tasten meine Augen die vielen bunten Schiffe ab, die am Ufer des Canal du Rhône, Oran, ankern. Wow, unfassbar, wie sich dieser Kahn durch diesen engen Kanal schlängelt. Hä? Träume ich? Seelenruhig erscheint der Kapitän am Deck und übergibt die Steuerung dem Schicksal. Hey, das ist aber interessant. Mitten unter den Wegweisern, welche die Fahrtrichtung zu den Autobahnen zeigen, poppt der Eurovelo 6 Radweg auf. Ich bin begeistert. Mittlerweile ist es 14 Uhr und ich bin hungrig. Wo gibt es hier bloß ein Bistro mit Terrasse, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis passt und das gut besucht ist? Gerhard, guck mal, da ist ein Restaurant, wo es nicht nur kulinarische Schmankerl gibt. Eine Stunde vergeht, ehe ich mich gestärkt nach einem stark frequentierten Platz umschaue, an dem ich mich aktiv um Spendeneinnahmen kümmern kann. Zuvor gehe ich aber noch einkaufen. So, bin zwar nicht in Stimmung, Spenden zu sammeln, aber ich probier's. Eine halbe Stunde später. Tja, meine negative Einstellung dürfte bei den ersten Menschen, die ich auf die Charity-Tour anspreche, gut ankommen. Anstatt sich zu nähern, machen sie einen großen Bogen um mich. Da zeigt jemand Interesse. Nach einer kurzweiligen Unterhaltung lässt sich der freundliche Herr für ein gemeinsames Bild hinreißen. Aber das war's auch schon. Denn gleich darauf ist er weg. Und zwar ohne zu spenden. Nach einigen Fehlversuchen wird der Frust stärker. Ich gebe auf. Zumindest für heute. Am Campingplatz wird mir bewusst, dass die Fußball-WM in Russland begonnen hat. Ich mache mich schlau und stelle sicher, dass nicht Frankreich spielt und ich die falsche Mannschaft anfeuere. Willst du wissen, was am nächsten Reisetag passiert? Und interessiert dich, was es auf den Radwegen Neues gibt? Dann klicke rechts unten auf das Gesicht mit dem Fahrradhelm und abonniere den Kanal.
Das Abonnement ist kostenlos und jederzeit sofort stornierbar.